Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Fallout 76 Guide-Video erkläre ich dir die Powergräber-Quest. Für diese Quest bekommt man sowohl die Baupläne für die Bagger Power Armor oder auf Englisch Excavator Power Armor, wie auch die Power Armor Station. Dabei gebe ich auch noch einige Tipps, zum Beispiel welche Mengen an Material man braucht und wie man die dafür nötigen Materialien ohne viel Stress bekommt. Falls du neu hier sein solltest, auf diesem Kanal gibt es News, Guides und Gameplay zu Wirtschaftssims, Strategie- und Rollenspielen sowie MMOs und in nächster Zeit ganz besonders viele Videos zu Fallout 76. Und wenn dich das interessiert, sind 2 Klicks auf den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben vielleicht gut für dich. Über diese Quest. Die Bagger Power Armor ist eine sehr gute Powerrüstung, da sie einen unsichtbaren Set-Bonus besitzt, der dem Träger 100 zusätzliche Tragkraft gewährt. Besonders in Zeiten von knappem Kistenplatz ist dies ein unheimlich mächtiger Bonus. Im Laufe dieser Quest bekommt man die Baupläne für alle 6 Rüstungsteile, sodass man sie jederzeit selbst herstellen kann. Die kleinste Version ist erst ab Level 25, vorher kann man sie nicht anziehen, aber es gibt später auch höhere Versionen, zum Beispiel eine für Level 35. Die Bagger hat nicht die höchsten Rüstungswerte aller Power Armors, was physischen Schaden und Energieschaden anbelangt, aber sie hat trotzdem noch ganz gute Werte in diesem Bereich. Besonders stark ist sie aber im Schutz vor Strahlungsschaden und Gaseffekten, denn der Helm dient als Gasmaske und die Rüstung hat hohe Rüstung gegen Strahlenschaden. Die Bagger hat außerdem auf den Armen noch einen merkwürdigen Effekt, der im Fall, dass man beide Arme koordiniert benutzt, den Erzabbau verbessern soll. Wie genau das gemeint ist, da bin ich aber leider zurzeit auch überfragt. Falls du es mal rausfinden solltest, schreib es mir bitte in die Kommentare. Als ganz großen Bonus bekommt man am Ende dieser Quest den Bauplan für eine Power Armor Station. Dieser Bauplan kostet ansonsten 1000 Kronkorken. Mit diesem Bauplan kann man in seinem eigenen Camp oder in einer Werkstatt eine Station für seine Power Armor errichten und so zu Hause an der Rüstung bauen, modifizieren und vor allem auch reparieren. Quest-Vorbereitung. Um im späteren Verlauf der Quest zusätzliche Reisen und Hin- und Herlauferei zu vermeiden, empfehle ich folgende Materialien bereits vorher zu sammeln. 12 Glas, 26 Gummi, 60 Schrauben, 102 Stahl, 30 Zahnräder, 36 Öl, 60 Federungen, 6 nukleares Material. Es werden außerdem 36 schwarzes Titan gebraucht, die können wir aber am besten direkt vor Ort farmen. Oder mit einem Camp und Extraktor an der richtigen Stelle aus einem Vorkommen abbauen, doch dazu später mehr. Ich werde die Liste der benötigten Materialien auch aufschreiben und in der Videobeschreibung verlinken, sodass man sie auch jederzeit nachschauen kann, ohne diese Stelle im Video erst suchen zu müssen. Quest annehmen. Die Quest Powergräber kann man an mehreren verschiedenen Stellen bekommen, denn sie beginnt mit einem Werbeplakat für die Excavator Power Armor oder Bagger Power Armor, wie sie auf Deutsch heißt. Im Folgenden werde ich der Einfachheit halber nur noch von die Bagger reden. Diese Werbeplakate stehen an verschiedenen Orten rum, so kann man eins davon zum Beispiel in der Nähe der Kneipe Rusty Pig finden, die etwas oberhalb der Feuerwache von Charleston liegt. Ich empfehle diesen Startort, denn dadurch bekommt man bereits eine Markierung, wo die Garahan Mining Gesellschaft im Süden genau liegt und verläuft sich nicht im Ash-Heap-Gebiet. Da man hier auf Gegner von Level 20 bis 45 circa treffen kann, sollte man einigermaßen gut ausgerüstet sein und am besten auch im Team auf die Reise gehen. Wenn man vor der Kneipe steht, hat sie 2 Eingangstüren und neben der linken Tür steht draußen dieses Werbeplakat. Man aktiviert das Plakat einfach und schon hat man den Auftrag im Questbuch. Da zum Abschließen der Quest erforderlich ist, dass man die dabei herzustellende Bagger am Ende auch anzieht und diese erst ab Level 25 angezogen werden kann, bekommt man dazu auch eine entsprechende Warnung. Und das sogar bei jedem Einloggen, bis die Quest abgeschlossen ist und sogar, wenn man lange über Level 25 ist. Das ist nicht ganz so schön gelöst. Der Weg zur Garahan Mining Company. Mit dem Questmarker im Gepäck sollte es nicht allzu schwer sein, den Ort zu finden. Der erste Questschritt lautet: Untersuche den Firmenhauptsitz von Garahan Mining. Der Questmarker liegt genau auf dem entsprechenden Gebäude. Man muss dazu weit in den Süden an den Rand Appalachias reisen, durch Gebiete, wo man teilweise auch giftigen Gasen ausgesetzt ist, also ist zu empfehlen, dass man eine Gasmaske oder den Helm der Feuerteufel-Klamotten bei sich trägt. Wie man die Feuerteufel-Quest erledigt, werde ich demnächst auch noch erklären, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Die Garahan Mining Company. Bei der Mining-Gesellschaft angekommen, erwartet einen eine Gruppe von Gegnern auf dem Parkhausdach vor dem Firmengebäude. Hier können verbrannte, Ghule, Roboter, aber auch die maulwurfartigen Grubenhauer auftauchen. Diese Grubenhauer sind uns ab jetzt enorm willkommen, denn sie können uns Grubenanzug Schrott droppen.
und beim Verwerten gewinnen wir daraus das wichtige schwarze Titan. Jeder Grubenhauer, der dir über den Weg läuft, ist also ein willkommener Questhelfer, unbedingt erlegen und den Grubenanzug Schrott mitnehmen. Direkt am Gebäude haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können durch den Haupteingang gehen, der vermint ist und im Inneren gleich zu Beginn einen Kampf gegen 15 bis 20 Gegner auf einmal erfordert. Oder wir nehmen den etwas smarteren Hintereingang durch die Tiefgarage. Dazu gehen wir in der Tiefgarage die Rampe links herunter, woraufhin wir plötzlich einen Ladebildschirm bekommen und dann in das Innere des Gebäudes gelangen. Die Tiefgarage. Innen landen wir zuerst im Untergeschoss der Garage. Wenn wir uns links halten, können wir in der Ecke nach dem Generator schauen. Manchmal findet man dort einen Fusionskern. Dann beseitigen wir die vereinzelten Gegner auf unserem Weg durch das Büro der Sicherheit und links entlang durch die Cafeteria, wo oft ein Geschütz halb im Boden festhängt. Dann finden wir eine Treppe nach unten, wo an der gegenüberliegenden Wand auch meistens 1 bis 2 Geschütze angebracht sind. Diese schalten wir natürlich besser aus, ehe wir in den Keller vordringen. Am unteren Ende dieser Treppe biegen wir sofort links ab und kommen zur R&D, also Research and Development Abteilung, auf Deutsch Forschung und Entwicklung. Im Labor findet man übrigens meistens 2 Power Armor Rahmen, wobei einer bei den Schreibtischen im Nebenraum steht und meistens leer ist und auf den anderen direkt im Labor fast immer 3 T60 Teile hängen. Außerdem gibt es auch 2 Power Armor Stationen im Labor. Ankunft im Labor. Im Forschungslabor angekommen, wechselt die Quest auf den Questabschnitt Konsultiere das Projektleiter-Terminal, das direkt in der Mitte des Labors steht. Aber bevor man diesen aktivieren kann, sollte man erstmal die Gegend sichern. In der unteren Etage sind meistens ca. 10 Gegner anzutreffen, wobei verbrannte Ghule, Roboter, Supermutanten und auch Grubenhauer möglich sind. Danach aktiviert man den Computer des Projektleiters und wählt dann dort die Option Blaupausen für Baggermodul, woraufhin man die 6 Baupläne lernt, die man benötigt, um die Bagger herzustellen, und auch die Quest wechselt dann. Der nächste Schritt lautet nun, dass wir alle 6 Teile der Baggerrüstung herstellen sollen. Titan farmen. Wenn wir, wie am Anfang besprochen, die grundlegenden Materialien bereits vorher besorgt haben, brauchen wir nun nur noch das schwarze Titan. Ich würde hier empfehlen, die Gegend unsicher zu machen und nach Grubenhauern zu suchen. Zum einen kann man Glück haben und das ganze Gebäude der Garahan Mining kann mit Grubenhauern besetzt sein. Draußen auf dem Parkplatz tauchen sie manchmal auch auf und auch in der Umgebung sind sie an den kleineren Lagern und Maschinenhäusern möglich. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, an der jetzt gerade im Bild mit der Maus markierten Stelle zu suchen. Dort gibt es ein Erzvorkommen von schwarzem Titan. Wenn man dort sein Camp errichtet und dann einen Extraktor auf das Vorkommen setzt und mit Strom versorgt, hat man das benötigte Erz dort in weniger als 2 Stunden zusammen. Da man selten durch das Gebiet kommt, ohne Grubenhauern zu begegnen, kann man das Erz vermutlich in weniger als 1 Stunde zusammenbekommen, wenn man beide Methoden kombiniert. Die Rüstung bauen. Wichtige Anmerkung, den folgenden Schritt solltest du wirklich erst machen, wenn du Level 25 oder höher bist. Wenn wir die 36 schwarzes Titan dann zusammen haben, können wir wieder in das Labor zurückkehren und dort unsere 6 Baggerteile bauen. Vorsicht! Es ist mir passiert, dass die Quest bei längerer Abwesenheit aus dem Labor wieder auf den Schritt Konsultiere das Projektleiter-Terminal zurückgefallen ist. Falls dir dies passiert, sollte man zur Sicherheit das Terminal nochmal aufsuchen und erneut auf Blaupausen gehen. Wenn man dann den Auftrag hat, die 6 Rüstungsteile zu bauen, braucht man einen leeren Power-Armor-Rahmen. Da meistens 2 im Labor stehen, sollte das kein Problem sein. Falls doch, einfach einmal reloggen und neu ins Labor gehen, dann sollte man mehr Glück haben. Dann den Rahmen unter die Power-Armor-Station stellen, aussteigen und an der Power-Armor-Station beginnen zu craften. Sei vorsichtig, wenn du dich verklickst, musst du eventuell nochmal neues Titan farmen oder Schrauben etc. Registrierung und Belohnung. Wenn alle 6 Teile gecraftet sind und auf dem Rahmen befestigt sind, kann man in die nun vollständige Bagger einsteigen und ein kleines Stück weiter zum Registrierungscomputer gehen. Einfach aktivieren und du wirst gescannt. Wenn der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, bekommst du die Meldung, dass die Quest abgeschlossen ist und bekommst auch allerlei Belohnungen. Eine dieser Belohnungen ist der Bauplan für die Power-Armor-Station, die du ab jetzt dann in deinem Camp errichten kannst und dort an deinen Powerrüstungen herumschrauben und sie reparieren und modifizieren kannst. Dann bleibt mir nur, dir viel Spaß mit deiner erhöhten Tragkraft und der netten Baggerrüstung zu wünschen und vor allem auch mit deiner eigenen Power-Armor-Station. Kämpfst du eigentlich immer, manchmal oder fast gar nicht in der Power-Armor? Schreib mir das bitte mal in die Kommentare, wie und warum das bei dir ausschaut.
Mehr Videos findest du oben rechts beim i oder auf der Kanal-Hauptseite. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir ruhig mal ein Like da. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.